Jetzt bin ich am Stadtrand von Berlin unterwegs und hatte das Bedürfnis, bevor ich nach Hause fahre, nochmal in die Natur rauszugehen. Es passiert relativ selten, dass heutzutage Menschen mit Poesie und Dichtung berühmt werden. Eine der seltenen Ausnahmen ist eine junge Dame, Mitte 20, die heißt Julia Engelmann. Und sie hat Gedichte angefangen zu schreiben und auf verschiedenen Wegen sind die im Internet gelandet. Die Gedichte, die sie vorträgt, sind millionenfach geklickt worden. Das ist ein richtiges Phänomen geworden, was da passiert. Sie hat inzwischen einige dieser Gedichte auch vertont. Sie ist auch eine ganz ordentliche Sängerin und Musikerin. Das ist sehr bemerkenswert. Und ein Gedicht bzw. ein Lied, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, das hat den Titel Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme. Und sie macht eine Bestandsaufnahme, wie der Titel impliziert, von ihrem Leben. Und der ist in 3 Teile geteilt. Teil 1, Dinge, die sie nicht hat. Und da zählt sie all die Dinge auf, die sie nicht hat. Sie sagt, sie hat kein Sixpack, sie hat keinen Swag, nicht diese Ausstrahlung, die sie sich wünscht. Sie hat verschiedene Dinge nicht. Sie hat vor allem eine Beziehung nicht, die sie sich sehr wünscht. Und der zweite Teil heißt Dinge, die ich habe, aber nicht mag. Und da zählt sie verschiedene Charakterzüge an sich auf, die sie hat, aber eigentlich nicht mag an sich. Zum Beispiel Ängste, die sie hat. Angst vor dem Versagen, Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, Angst, falsche Wege zu gehen. Und verschiedene andere Dinge, auch materielle Dinge natürlich, die sie hat, aber wo sie sagt, naja, so richtig froh bin ich nicht, dass ich das habe. Und der dritte Teil ist dann einfach, was ich habe. Und da zählt sie alles mögliche, Sachen, Dinge auf, die sie hat. Ein bisschen differenzierter und feinsinniger, als ich das hier wiedergeben kann. Du kannst es selbst anhören. Ich stelle den Link in die Beschreibung unten hin, wenn du das mal ausführlich hören willst. Aber vor allem kommt sie zum Schluss, Mensch, ich habe einen Körper, ich habe Augen, die sehen, ich habe Beine, die laufen. Irgendwie funktioniert das Ganze noch. Das ist ja schon was. Und ich habe eine Seele, möglicherweise, sagt sie. Und das ist doch ganz schön bemerkenswert. Und vor allem habe ich das Leben. Und ihre Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, aus dieser Bestandsaufnahme ist, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich finde es so erfrischend, wenn jemand von Herzen sagen kann, ich bin glücklich. Und glücklich sein, da gibt es Glücksforschung dazu, hat wenig Korrelation mit materiellen Dingen. Und hat eine große Korrelation, einen großen Zusammenhang zu der Haltung, zu dem, wie wir unser Leben sehen und was wir haben. Es gibt dieses englische Sprichwort oder Idiom, das heißt Count your blessings. Auf Deutsch, zähle deine Segnungen. Zähl einfach mal auf, was du alles für Segnungen schon hast. Und ich habe gedacht, das würde ich gerne mal wieder machen. Mich einfach hinzusetzen, eine Liste zu erstellen mit 100 Sachen, die ich habe. Und dankbar dafür zu werden. Weil das ist letztendlich der Schlüssel zu dieser Haltung. Das ist Dankbarkeit, Wertschätzung. Und das ist ein wichtiger Schlüssel zum Glück, was alle Menschen irgendwie suchen. So,
Zähle deine Segnungen und lass uns dankbar sein, uns darüber freuen, für all diese Dinge und das Leben, das wir haben.